So, wow, okay, Gott sei Dank. Also, mal ganz kurz gleich das Wichtigste vorweg. Ohne den Shield funktioniert die Skillung nicht. Das ist ein Paladin. Abenddämmerung, es ist egal, welches Level das Shield hat. Ihr könnt es jederzeit nutzen. Das sorgt für die Heiligfähigkeiten. Also ihr macht das mal ganz rund, damit jeder den gleichen Stand hat. Das bedeutet, wir können die Fähigkeiten, die den Heiligschaden machen, nicht nutzen, sofern das Shield nicht angelegt ist. Also das Shield ist ein einzigartiger Gegenstand. Wenn ihr das findet, nehmt ihr das auf jeden Fall mit. Dann haben wir bei der Talentewahl Folgendes. Und zwar haben wir Talente, welche Willenskraft brauchen zum Einsetzen. Und wir haben ein Talent, was die Willenskraft wieder droppt. Also das heißt, man kommt theoretisch gesehen ohne das Nutzen von einem Willenskrafttrank oder sonstiges aus, weil das einfach hin und her geschoben wird. Also deswegen könnt ihr hier die Fähigkeiten nutzen. Wir beginnen von der Fähigkeit von vorne weg. Also einmal natürlich den Moloch. Ich werde euch einfach die Bilder von den Fähigkeiten, die schiebe ich euch auf die Page. Also ich verlinke euch unten den Guide und schiebe euch die Bilder rauf. Dann müssen wir nicht jede einzelne Rune durchgeben. Also das Ganze ist erst in der Entwicklung. Das wird es auf jeden Fall noch ein paar Änderungen geben. Aber wir spielen von den Skillungen her einmal mit Moloch. Einmal eben mit Zorn des Unaussprechbaren. Also keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht. Aber es ist ein wahnsinnig gutes Talent, um die Wut zu droppen. Das ist richtig gut. Und dann haben wir hier natürlich das Bollwerk. Es ist bereits auch schon die aktuelle Version. Also wir haben uns den Patch schon geladen. Die Talente sind schon genervt, die genervt werden oder genervt worden sind, muss man sagen. Die kannst mitnehmen. Lichtbringer. Lichtbringer ist ein Wahnsinnstalent, weil ihr einfach hier, ihr könnt das halten, dann lädt sich das Talent auf. Ihr seht hier den Aktionsradius und dann könnt ihr hier dann springt ihr rüber und dann leuchtet schon der ganze Boden, dann leuchtet das noch dazu und dann kommt hier der Strahl. Ja, und dann ist hier Ende Gelände. Also das ist soweit mal ganz gut. Den primären Angriff kann man nicht modifizieren und die rechte Maustaste ist mit diesen Solarfallen belegt. Der kann auch gesteuert werden. Das heißt also, wenn ihr den herbeiruft und der Gegner wechselt, dann lässt er den Strahl einfach mitwechseln, um den Gegner dann praktisch zu verfolgen. Und jetzt seht ihr ja, der Strahl schiebt euch die Willenskraft in den Wutbereich und mit den Klingen könnt ihr das Ganze wieder löschen. Beziehungsweise hier natürlich noch zusätzlich mit dem Shield. Also damit schiebt man das hin und her, das ist richtig cool. Auch spielerisch macht das richtig viel Spaß. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, vom Skillbaum, da kann man sicherlich einiges ändern, aber was ihr mal auf jeden Fall dann unten braucht, ist dieser Punkt. Das ist eben dieser Paladin-Baum, dieser EOS, und da gibt es eben den Punkt ab 15%. Also wenn irgendwas auf 15% fällt, ist alles tot. Das ist richtig gut. Also wir fangen hier vielleicht von der Mitte an. Wir nutzen den beim Soldaten-Tree. Mal nach rechts gehen wir hoch zu dem zweiten Wind. Das ist der für die Gesundheitsregeneration. Wir nutzen hier unten Stellvertreter für den kritischen Treffer und schließen anschließend den Assassinenbaum an. Also wir haben hier Soldat mit Assassine angeschlossen. Auf der Assassine gehen wir hier rauf, um eben den ganzen Crit-Treffer und Crit-Damage hier mitzunehmen. Und gehen über die Ausweichknoten runter bis zur heimlichen Ausführung. Dann locken wir uns hier unten über die Knoten auf den Punkt Belagerungsbrecher, weil beim Belagerungsbrecher haben wir diese ganzen Shield Nodes drinnen. Also wo Blocken und so weiter alles erhöht wird. Deswegen auch mit Shield. Man kann das Ganze auch mit einem Katalysator spielen, aber beim Katalysator ist es viel zu ineffektiv. Gehen weiter über Königlose Aegis, wieder mit den beiden Side Nodes, hier hoch über den Punkt Hexenmeister bis eben zu EOS. Also das Ganze ist dann hier in so einem Halbkreis angeschlossen. Das sollte dann kein Problem sein, aber im Endeffekt hier braucht ihr auf jeden Fall von EOS das Ganze mit Zauberschaden, Heiligschaden und so weiter. Also wir versuchen ja einen Paladin zu bauen und der Paladin macht ja primär Heiligen-Schaden. Deswegen nutzen wir hier die ganzen Knoten. Aber ich werde euch auch den Baum einfach mal hochladen, grundlegend, damit man sehen kann, ob es funktioniert. Also dann geht es hier rauf. Das könnt ihr schon mal rauslassen. Ich habe jetzt hier noch leere Windläufer und die zwei Knoten, die könnte man theoretisch rauslassen, weil wir spielen nicht mit die Hämmer. Also das ist jetzt die 5. Iteration der Skillung. Wir spielen ohne die Hämmer, deswegen könnt ihr euch die Punkte sparen. Geht dann bis nach oben hin, nutzt hier oben noch bei Kriegstreiber den globalen Lebensdiebstahl. Und natürlich hier noch tierische Raserei. Also diese Damage Notes, die nehmen wir mit. Wir haben dann im mittleren Kreis noch ein bisschen was vom Wächter genommen für Gesundheit. Bis runter hierhin.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das lohnt. Also den Knotenpunkt hier, den könnte man vielleicht auch auslassen. Das müsst ihr dann selbst für euch entscheiden, je nachdem, wie gut das läuft. Wie gesagt, ist der erste Entwurf. Und die Punkte, die dann übrig bleiben, das sind so circa 60, 65 Punkte. Die übrig bleiben, haben wir hier beim Herold des Abgrunds reingesteckt für den okkulten Schaden. Weil wir machen Heiligschaden und das bedeutet auch hier, wenn wir Heiligschaden machen und okkult Damage praktisch erhöhen, dann erhöhen wir damit auch automatisch den Heiligschaden. Also das geht dann alles in eine Richtung mit rein. Also deswegen haben wir auch versucht, Items zu finden, wo halt dieser okkulte Schaden erhöht wird, damit eben alles in Heiligschaden geht. Die Zahlenwerte sind noch relativ niedrig. Das muss man auch ganz klar dazu sagen, weil eben das Gear noch getauscht werden muss. Hier haben wir zum Beispiel nur 2200, bei dem anderen haben wir hier so knapp 2K. Und bei dem anderen haben wir hier so 1000. Was jetzt wichtig ist, wir spielen eigentlich eine Zauberer-Skillung. Das bedeutet, es ist komplett egal, wie viel Waffen-DPS eure Waffe hat. Was ihr benötigt, sind Sockel und in die Sockel rollt ihr Heiligschaden auf Zauber. Also die Waffen-DPS und so ist wurscht, aber ihr braucht eben Sockel mit Heiligschaden auf Zauber, um das Ganze hier ein bisschen besser abzurunden. Von den Werten her, wir haben ungefähr 5000 Resi, also 5000, 4000 und 3000, das ist relativ wenig. Wir haben eine Block-Chance von 97%. Das wäre vielleicht noch nicht ganz unwichtig. Die gesamten Talentpunkte und so weiter haben wir alles in Wildheit gegeben. Ist die Frage, ob man vielleicht einen Teil noch in Zähigkeit geben kann. Also wir haben jetzt momentan alles in Wildheit reingesteckt. Nach dem Motto, sicher ist sicher. Und damit, glaube ich, haben wir die Talente durch und den Rest auch durch. Und ja, Vorschläge können natürlich jederzeit gepostet werden. Den Baum müssen wir auf jeden Fall abändern. Ich würde gern so umbauen, dass wir die Resi-Knoten mitnehmen können. Das wäre richtig gut, wenn wir die irgendwie mit eingebaut kriegen, damit wir einfach von den Resistance-Werten, die würden sich ja dann fast nochmal verdoppeln. Ihr müsst eigentlich für die Skillung müsst ihr überall bei 7.000 bis 8.000 Resi sein, dann könnt ihr auch ganz entspannt bei den einzelnen Gegnern drinnen stehen bleiben. Und spielerisch spielt sich das eigentlich soweit immer gleich. Zum Beginn eröffnet wird, ihr ladet den Jump auf, dann wird mal hier reingesprungen. Dann werden hier die Holy-Fähigkeiten gezogen. Meistens stirbt dann schon ein bisschen was oder alles. Und für die Sachen, die zurückbleiben, ja, könnt ihr nochmal springen. Also das Wichtige ist halt, ihr müsst die Gegner nur auf 15% bringen. Sobald die auf 15% fallen, durch die Holy-Fähigkeit, werden die sowieso gefinisht. Das Ganze gilt eben auch für die Bosse. Und das sieht dann soweit ganz gut aus. Und das sieht dann soweit ganz gut aus.